Alrighty then, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Und ich sag euch, es wird hier nicht viel geklickt werden in der Folge. Es wird talkative sein. Ich werde euch was was erzählen, was ich geil finde oder was ich denke, könnte geil sein, wenn Blaya Games sowas macht. Und ich habe gerade über 10 Minuten im Bad gestanden und geredet und dann einfach gedacht, warum mache ich das nicht einfach im Video? Das platzt aus allen Nähten. Ich brauchte zur Beruhigung erstmal eine Morphium-Spritze. Und wir werden gleich zu dem Thema kommen. Vorher aber, weil ich das sonst wieder vergesse. Ich bin jetzt auf meinem Main-Char 504 und ich habe mir jetzt überlegt, da ich mit 2,5-minütigen Quests, sage ich mal, das ist jetzt kein super gutes Beispiel, aber mittlerweile schon so bei 9 bis 10 Millionen Gold bin, was ich generieren kann, dass ich hier zum Beispiel, also über 8 im Schnitt, vor einigen Levels waren es eher so 5 bis 6 Millionen, dass ich hier auf meinem Main-Char jetzt mal bald in die offenen Dungeons gucken möchte, vor allen Dingen natürlich im Schattenbereich, um nochmal ein bisschen Level zu machen. Ich weiß nicht, wie viele Dungeons ich legen kann im Schatten, ob es überhaupt viele Level sind. Ich werde demnächst aber dazu eine Folge bringen. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Wird nochmal auf dem Main ein bisschen geballert. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Denn mir ist eine Idee aufgekommen, die ich eben an Blaya Games richten will oder fragen will, ob sowas vielleicht real umsetzbar ist oder beziehungsweise vielleicht sogar schon in Planung. Was auch immer. Ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt Feedback dazu weiter verteilen kann. Egal, ich share my opinion, denn es ist hier was verknüpft. Also bei mir hat's Peng gemacht zum Beta-Server, der announced wurde. Da ist was passiert und seitdem bin ich so richtig hyped. Nicht wegen dem Beta-Server an sich. Ich habe meine Gedanken zum Druiden zum Beispiel schon im Video gestern gebracht auf Englisch. Also ich bin da positiv auch von der Herangehensweise seitens Blaya. Und denke, das könnte auch cool sein, was sie da mit dem Druiden vorhaben. Man muss aber halt auch abwarten, ob das halt alles balanced ist. Ja, das kann man jetzt noch nicht abwägen. Egal. Eine Sache, die ist schon länger bekannt in den Köpfen, ist Shakes and Fidget, also Blaya Games, hat ja die Chance, wenn sie wollen, einen Server zu bringen, der gewisse Sonderkonditionen hat oder zeitlich limitiert ist. Als Beispiel, es gab 2 Speed-Server in der Vergangenheit, wo man alles viel schneller erreichen konnte und über Pilzeinsatz gab es dann einen Wettbewerb. Die besten Spieler konnten Avatare gewinnen. Im zweiten Speed-Server habe ich mitgemacht, habe da auch 200 Euro, glaube ich, investiert und habe es aber nicht geschafft, in die Top 10 zu kommen, auch unter anderem durch Zeitgründe. Ja, also bei mir tun sich bei Shakes and Fidget immer keine Abgründe auf, sondern nur Zeitgründe. Da war aber eben eine zeitliche Befristung dahinter und eben gewisse Sonderkonditionen. Und man sieht es ja auch im Beta-Server. Zum einen, dass es Codes gab im Voraus, beziehungsweise für die Spieler First Comes, First Serves. Ja. Zum zweiten fand ich das Validierungsgeschenk extrem. Ich weiß nicht, ob das schon mal zum Beta-Server früher der Fall war, dass man bei der Validierung 2000 Pilze bekommen hat. Aber das hat mich so richtig geflasht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es ist alles möglich. Also ich weiß, dass früher bei Beta-Servern auch dann an gewissen Tagen auch Pilze an die Spieler rausgegangen sind. Es ist ja im Prinzip das Gleiche. Dennoch fand ich das sehr, sehr, sehr cool. Und es hat natürlich für den Beta-Server-Test auch Sinn gemacht, damit man da ein bisschen was machen kann. Aber jetzt verknüpfen wir mal die 2 Sachen. Und denken an die Spieler. Ich bin seit 2012 dabei. Damals war es Server 17, Server 18, so, wo ich so aktiv wirklich gespielt habe. Das erste Mal. Und damals gab es schon das Thema. Und es gibt es bis heute Spieler, die gerne sich einen Free-to-Play-Server wünschen. So. Man weiß natürlich, dass Shakes and Fidget über die Serverstarts vor allen Dingen ihr Gewinn, sage ich mal, oder ihre Einnahmen erzielt. Dennoch kam mir die Idee, warum könnte man nicht von Seiten Blaya Games zum Beispiel sagen, gut, wir haben es jetzt Ende Januar, das fände ich schon ein bisschen knapp, aber selbst das, ein Monat ist okay. Man würde sagen, im März, ab dem 1.3. wird es Leute, das ist jetzt nur mein Kauderwelsch, mein Gedankenkauderwelsch, ja. Ab 1.3. wird es einen Free-to-Play-Server geben,
1000 Plätze kann man im Februar in den offiziellen Shakes and Fidget Streams gewinnen. 1000 Codes dafür, für die da Bock zu haben. Und 1000 weitere Plätze wird es geben für Spieler nach dem Prinzip First Comes, First Serves. Zum Beispiel über Pre-Registration 2-3 Tage vor Serverstart. Dieser Server wird Free-to-Play sein und wird euch über Validierung eine Summe X an Pilzen zur Verfügung stellen. 100, 200, 500, keine Ahnung. Ingame-Features alle da, man kann aber keine Pilze kaufen, wie beim Beta-Server. Glücksrad funktioniert, Flimmerkiste funktioniert nicht, zum Beispiel. So. Und dann wird gespielt. Ja. Wir schauen, was dann am Ende des Märzes, also zum Serverende, welcher Spieler hat den höchsten Level, welcher Spieler hat den höchsten Skillwert, welcher Spieler hat das beste Sammelalbum, weiß der Geier. Welcher Spieler ist auf Rang 1? Es gibt da viele Möglichkeiten. Allein dieses Event, wenn man das so ankündigt und dann ein bisschen pushen lässt und dann stattfindet, ich glaube, es gäbe viele Spieler, die da Bock zu hätten. Ich glaube, es gibt viele Spieler, die das sehr positiv annehmen würden. Ich glaube, es gibt auch Spieler, die sich aufregen würden, weil sie vielleicht nicht keinen Code bekommen haben oder dies, das, jenes. Oder sagen, ach, im März habe ich weniger Zeit. Missgunst und sowas wird es immer geben. Ich finde, ein Monat Zeit für so ein Event wäre sehr gut, weil, klar, nicht jeder hat jeden Tag 24 Stunden Zeit, aber über einen Monat, denke ich mal, gleicht sich das ein bisschen aus. Und die halt im März Geburtstag haben, ja, okay, dann ist das halt so, das kann man nicht sagen. Oder die im März im Urlaub sind, dann ist das halt so. Man weiß das vorher, man kann sich ja entscheiden, will ich da mitmachen oder will ich da nicht mitmachen. Und dieses Kompetitive würde durch diese zeitliche Begrenzung und durch vielleicht Prämien an Spieler mit besonderen Leistungen über den März, zum Beispiel der Spieler mit dem höchsten Level bekommt einen Pilzcode für seinen Hauptchart zum Beispiel oder irgendwelche anderen Sachen. Ich habe das Gefühl, alles ist auf Seiten Playa Games möglich und ich habe auch das Gefühl, dass das ein gutes Zeichen wäre an die Community, auch zu sagen, wir machen mal was für die Spieler, die halt nicht so viel Geld zur Verfügung haben, aber trotzdem schon lange bei uns dabei sind oder die ihren Char immer weiter gespielt haben. Man weiß, dass ein großer Kern der Shakes and Fidget Community, vor allen Dingen in Deutschland, aus Spielern besteht, die das Spiel schon Jahre spielen. Es kommt jetzt kein 13-Jähriger oder 16-Jähriger frisch dazu, permanent. Klar, die gibt's auch, aber so im Verhältnis, wie das früher war, denke ich, ist das nicht. Ein großer Teil ist eine Kern- oder ein Spielerkern, den es früher gab, oder aus Spielern, die früher gespielt haben, dann eine lange Pause hatten. Und viele würden sich darüber freuen. Es gibt viele Spieler, die immer wieder auf neuen Servern starten, Zeit investieren über Free-to-Play und dann trotzdem richtig weit kommen. Natürlich haben sie kompetitiv keine Chancen, ranzukommen an die Spieler, die Pilze kaufen und ausgeben. Ich habe teilweise über meine Players to Watch diese Spieler trotzdem zumindest in gewisser Form zeigen können, was sie geschafft haben. Ich würde das feiern, wenn Playa Games so etwas macht, und ich denke auch, selbst wenn dort eben keine Geldkäufe möglich sind für diese Accounts, würde sich das für Playa Games lohnen, denn zum einen ist ja das Image und auch es würde die Meinung über Playa Games auf jeden Fall weiter ins Positive lenken. Es würde vielleicht Spieler dazu anregen, auf anderen Servern vielleicht dann doch mal den einen oder anderen 100er mehr auszugeben oder 25er oder 50er. Es würde in den Shakes and Fidget Streams vor und auch vielleicht während der Aktion zu höheren Zuschauerzahlen führen können. Es würde gegebenenfalls einfach auch richtig geil sein, weil es das halt noch nicht gab. Und deshalb werde ich das auch an Playa Games richten, diesen Gedankengang. Ich betrachte ja immer beide Seiten. Und klar ist auch, dass sowas nicht permanent immer wieder passieren könnte. Aber einmal im Jahr oder sowas, irgendeinen speziellen Aktionsserver. Es muss ja auch nicht immer Free-to-Play sein. Aber ich denke, wenn man das macht, wäre ein Free-to-Play-Server sehr angemessen als solches. Es gäbe natürlich noch die eine oder andere Frage vielleicht zu klären, zum Beispiel zwecks Gilden, oder man sagt, dass dieses Thema sich halt einfach dann ergibt, ja, wie auch auf allen anderen Servern. Gilden ergeben sich ja oder wären vorher auf Discord oder sowas geplant. Im Prinzip muss man das ja noch nicht mal ändern. Ja. Die Voraussetzungen sind ja dann für alle gleich, und für mich ist das einfach so eine Sache. Ich werde das weitergeben und werde schauen, ob ich da Feedback bekomme und ob ich das teilen kann. Und dann werden wir sehen. Ne? Es kann auch sein, dass es aus gewissen Gründen XY, die ich nicht kenne, nicht möglich ist.
Ich weiß es nicht. Aber ich werde Player Games auch daraufhin nicht irgendwie bewerten, sondern ich werde einfach versuchen, das in Informationen dazu zu erhalten. Ja, und deshalb ich würde da nicht mitspielen. Safe Call. Ich könnte das gar nicht. Ich bin so uneffektiv, ich brauche Pilze. Und selbst dann bin ich nicht der beste Spieler auf EU1. Und das ist ja auch so eine Sache. Ne? Es wird so viel geschimpft teilweise immer wieder über Sachen in den letzten Jahren bezüglich Player Games. Viele Sachen sind passiert, die auch gut waren. Viele Sachen sind natürlich auch passiert, die dazu geführt haben, dass es auch, also der Pilzverbrauch, der allgemeine notwendige Pilzverbrauch, um gewisse Sachen zu schaffen in einer gewissen Zeit, ist höher im Schnitt als früher. Auch schon allein durch die ganzen Dungeons. Trotzdem, das Spiel entwickelt sich und als Content Creator bin ich, sage ich mal, natürlich zwar gepartnert mit Player Games, aber ich kann reinsten Wissens behaupten oder sagen, dass ich trotzdem zufrieden bin mit dem Spiel. Ja? Es bietet mir einen Mehrwert. Dass ich gesponsert bin, ist natürlich eine Unterstützung, aber ich kann euch sagen, auf EU1, damit ich meine Festung jetzt auf 13 habe und schon eigentlich Ressourcen habe, um die fast auf 14 zu bringen jetzt vor dem Event, das ist jetzt nicht durch das Sponsoring gekommen. Hier steckt auch einiges hinter an Geld, was ich selber investiert habe, was ich gar nicht investiert hätte oder auch in 1000 Dungeon Tries, was ich teilweise gemacht habe auf dem Magier, obwohl das nicht die Dungeon-reichste Klasse ist. Ne? Also, ich will damit sagen, es gibt viele Spieler wie mich, die trotzdem oder trotz dessen immer noch sehr viel Geld in das Spielen investieren, weil sie eben gewisse Ziele und Themen haben, die sie umsetzen wollen. Und auch die würden sich vielleicht freuen, wenn es einen Free-to-Play-Server gibt. Also auch die Pilzer hätten ja die Chance, mit einem Free-to-Play-Chart zu zeigen, was sie halt drauf haben. Und das fasziniert mich so, diese Idee zu sehen. Ich würde das nicht mitspielen. Ich würde maximal versuchen, als Beobachter, wenn das ist halt Thema, ob es überhaupt möglich ist, zu verfolgen. Oder ich würde es dann halt zumindest analysieren, wenn das Event vorbei ist. Ja, ich würde da nicht mitspielen, weil ich da keinen Stich sehen würde. Ich habe einfach die Zeit nicht dafür. Und da bin ich auch ehrlich, ich sage das schon seit Jahren, dass ich ein nicht effektiver Shakes and Fidget Spieler bin. Aber viele von euch sind es. Und deshalb würde ich das einfach feiern. Wir kürzen das jetzt ab. Ich könnte noch ewig Stunden drüber reden. Ja, habe jetzt auch die Aktion oder die Möglichkeit genutzt, um ein bisschen lauter zu reden, da ich nicht um 5 Uhr nachts das aufnehmen musste. Keine Ahnung, eure Meinung gerne natürlich dazu auch in die Kommentare. Ich habe jetzt erstmal, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen will. Würde erstmal sagen, haut rein, macht da. Tschüss und Servus.